Also an für sich ist diese Vendor-Funktion, es ist das Beste und zeitgleich, na gut, das ergibt keinen Sinn. Aber es ist eigentlich das beste Feature, weil du halt weil du halt den PC nicht mehr anlassen musst. Du kannst offline sein und trotzdem Shop aufhaben. Aber zeitgleich ist es auch extrem nervig, weil du halt weil die Gratis-Variante so wenig bringt. Und das ist einfach nervig. Sehr, sehr nervig. Wie kannst du 5 Stunden Shop machen? Naja, indem du einfach das Level bestimmt hast. Ab Level 30 geht es ja, diese Funktion. Ich glaube, da sind es 2,5 Stunden. Und ich glaube, ab 160 sind es, also ich glaube, es sind nicht ganz 5 Stunden, es sind 4 Stunden 50 oder so, aber ist ja das Gleiche. Scheiß auf die 10 Minuten. Also mit 165 müssten es eigentlich schon 5 Stunden sein oder mehr als 5 Stunden. Hab schon lange keinen Vendor mehr gemacht, ohne, schon lange keinen Shop-Vendor mehr, ohne den Pumpkin-Typen. Also keinen kurzen, weil es ja auch so wenig bringt. Da verkaufst du so gut wie nie irgendwas. Außer du machst halt ultra günstige Preise, dass es halt instant weg ist. Weil, wenn das nicht ultra günstig ist, wird es halt in 5 Stunden nicht gekauft. Danach steht dein Shop sowieso nicht mehr und dann hast du es auch nicht verkauft. Das ist schon nervig. Wie gesagt, das ist eigentlich das beste Feature grundsätzlich von der Idee her. Aber, wie gesagt, effektiv ist es halt nicht wirklich. Also am besten ist es theoretisch, wenn man online ist, wenn man online ist und man macht halt einen Vendor zum Beispiel mit Kaufe XY und dann kannst du halt irgendwie in der Stadt Werbung für dich selbst machen, ohne dass du die ganze Zeit schauten musst oder Geld für Shouts ausgeben musst. Und zeitgleich bist du aber da und die Leute können dich anschreiben und dann kannst du mit denen verhandeln über irgendein Item, das du suchst oder so. Aber wie gesagt, für das reine jetzt offline gehen, Items verkaufen, während du offline bist, vor allem, wenn du keine 5 Stunden hast, wenn du zum Beispiel nur 3 Stunden hast, eben, da ist ja noch schlechter. Ein Vendor hält 15 oder 30 Tage, Nelly. Die aus dem Cash-Shop, ja, gibt glaube ich noch 7 Tage. Und der Battle Pass hält halt so lange wie dein Battle Pass. Der Battle Pass Vendor. Wenn dein Battle Pass weg ist, ist der auch weg. Das ist ja eh klar. Klar wie Glowsbrühe. Ja, es wäre schon cool, wenn sie da, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich wäre die perfekte Idee, sie sollten auch Vendor-Vorlagen hinzufügen zum Selbsterstellen und Speichern, dass du nicht immer alle Items neu reintun musst. Das wäre cool, aber was ich gerade für eine Idee hatte, wäre eigentlich, wenn schon das System irgendwo durch Cashen, ich meine, klar, das Spiel ist Free-to-Play, irgendwie muss es sich ja finanzieren, verbessert werden. Also man könnte es so machen, der Gratis-Vendor, den jetzt jeder hat, hält einfach pauschal einen Tag. Battle Pass hast du 2 Tage. Und der gekaufte Vendor hast du eben 3 Tage. Aber, und jetzt kommt, im gekauften Vendor hast du doppelt so viele Slots. Statt 20 Items passen da 40 Items rein. Boom. Und dann hättest du auch mehr für dein Geld. Könntest doppelt so viele Items in deinen Shop ballern. 40 Items. Ich meine, 40 Items ist insane. Das ist halbes Inventory gefühlt. Oder 2 volle Invi-Bags sind das basically. Irgendwie so halt, dass du halt trotzdem einen Mehrwert hast davon, dass du cashst, aber dass halt zumindest die Free-to-Play-Spieler halt diesen einen Tag zumindest kriegen. Na, alles andere schon irgendwie Asses. Also du kannst ja den gekauften Battle Pass trotzdem besser machen. Ich sage ja gar nicht, dass er nicht besser sein soll. Ich sage ja nur, dass diese 5 Stunden einfach echt... Und wie gesagt, manche Leute haben nicht mal 5 Stunden. Dass es halt nicht viel bringt einfach. Du verkaufst in der Zeit einfach nichts. Außer du machst deine Preise extrem günstig. Und das ist genau das, was ich schon immer mache. Mein ganzes Leben schon. Dass ich meine Preise relativ günstig mache, weil ich halt nicht immer eben... Also im Flash PC war es immer mit Merchant Agreement und Auktionshaus und so. Hatte ich auch nie Lust, da für immer Geld auszugeben. Machst lieber einen Shop auf und tust es ein bisschen günstiger rein. Und im Flash Universe genau das gleiche. Ich meine, wenn ich weiß, mein Shop ist nur ein paar Stunden offen, dann weiß ich genau, ich kann es nicht für den gleichen Preis wie der andere reintun, weil ich meine, der steht direkt neben mir. Natürlich kaufen sie es dann höchstwahrscheinlich eher von ihm, wenn mein Shop in 5 Stunden verschwindet und sein Shop steht da 3 Tage durchgehend, 24/7. Aber naja.